Herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick. Ich weiß, jetzt schon ein bisschen spät, aber es sind echt viele neue Leute dazugekommen. Deswegen haben wir gedacht, stellen wir uns jetzt noch einmal im Jahr richtig vor. Uns beide kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Wir sind offensichtlich Zwillinge. Ich bin der Johannes. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Erik. Und neu dabei ist der Sina. Genau, ich bin seit 6-7 Monaten dabei und bin meistens hinter der Kamera und bin für die Aufnahmen zuständig. Ja, wir machen jetzt schon seit über 2 Jahren unsere Videos. 2017 hatten wir angefangen, unsere Kindheitsträume zu verwirklichen und hier auf dem Kanal hochzuladen. 2017 war wirklich bisher das allerbeste Jahr unseres Lebens. Ich würde mir wünschen, dieser Jahresrückblick wäre wie unser letzter. Ich würde mir wünschen, es ginge nur bergauf, die Sonne würde immer scheinen. Aber so ist das Leben nicht. Das Jahr 2018 war ein erfolgreiches Jahr, aber es war auch ein sehr schwieriges Jahr. Ein Jahr, in dem wir noch einmal das Leben zu schätzen gelernt haben, in dem uns noch einmal bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, das Leben bewusst zu leben und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Im letzten Jahr hatten wir angefangen, unseren größten Kindheitstraum in die Realität umzusetzen. Wir wollten fliegen, mit einem selbstgebauten Fluggerät. Fast ein halbes Jahr haben wir an diesem Gerät gearbeitet, immer Neues ausprobiert und auch gelernt, was nicht funktioniert. Im Januar war unsere fliegende Badewanne dann bereit für den ersten großen Auftritt. Unsere bemannte Drohne funktionierte tatsächlich so gut, dass wir ein Video filmten, in dem wir mit ihr starteten, um ein Brötchen bei einer Bäckerei zu holen. Dankeschön. Alle Arbeit hatte sich gelohnt. Das Fluggefühl war sogar so stabil und sicher, dass Erik es geschafft hat, daraus einen Basketballkorb zu treffen. Wir hätten nie damit gerechnet, welche Aufmerksamkeit dieses Video bekommen würde. Innerhalb weniger Wochen war es auf jedem deutschen Fernsehsender ausgestrahlt worden, in unglaublich vielen Zeitungen und selbst in Amerika, China und Japan wurde darüber berichtet. Ihre Konstruktionen erinnern sehr an Daniel Düsentrieb. Die nennen sich The Real Life Guys, die Jungs aus dem echten Leben. Das ist ihr Motto, raus ins echte Leben. Mit ihren anderen verrückten Erfindungen im echten Leben wollen sie bewusst ein Zeichen gegen eine immer stärker digitalisierte Welt setzen. Wir wurden auf Messen eingeladen und flogen live auf der Aero in Friedrichshafen. Während immer noch fast täglich Kamerateams auf uns warteten, packte uns wieder das Fernweh. 2017 waren wir die Ostküste Amerikas heruntergetrennt, dieses Jahr hatten wir uns die Westküste vorgenommen. Nach einer spontanen Nacht bei einem Couchsurfer in Island machten wir uns zusammen mit Luna auf den Weg von San Francisco nach Los Angeles. Und auch dieses Mal wollten wir versuchen, die Strecke per Anhalter zu reisen. Es geht uns nicht darum, zu reisen, ohne einen Cent auszugeben. Trampen ist ein Abenteuer. Auf keine andere Art lernt man ein Land und seine Leute so gut kennen, wie wenn man sich darauf einlässt, fremden Menschen zu vertrauen und ein kleines Stück seines Lebens mit ihnen zu teilen. Amerika ist nicht das beste Land, um zu trampen. Und trotzdem lernten wir Menschen kennen, die wir nie vergessen werden, die uns ihr Land von der schönsten Seite zeigen konnten. Um noch weiter weg von den großen Städten und den Touristenattraktionen zu kommen, ging es weiter nach Nicaragua, einer Kultur, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben. Uns ist immer wieder klar geworden, dass es beim Reisen nicht darauf ankommt, wie viel man ausgeben will, sondern wie viel man bereit ist aufzugeben, um ein echtes Abenteuer zu erleben. Als wir zurückkamen, hatten auch die Ämter Wind von der fliegenden Badewanne bekommen und zogen ihre Genehmigung leider wieder zurück. Im letzten Jahr hatten wir entdeckt, wie viel Spaß es uns gemacht hat, Bobbycar zu fahren, also bauten wir einen Motor der fliegenden Badewanne in unser Bobbycar ein. Wenn man es schafft zu beschleunigen, ohne rückwärts heruntergeschleudert zu werden, beschleunigt das Gefährt in 3 Sekunden auf 60 km/h, etwas zu schnell für ein 50 cm großes Auto ohne Bremsen. Damit wir nicht mehr ganz so oft aus der Kurve fliegen, hatten wir die Idee, anstelle eines Bobbycars ein Catcar zu nehmen, dafür aber natürlich die doppelte Leistung. Leider haben wir darüber nie ein Video hochladen können, weil der Regler beim ersten Beschleunigungstest scheinbar etwas überfordert war. Ach du Scheiße! Eine scheiß Stichflamme raus. Wir sind immer noch dabei, einen geeigneten Regler zu finden und können das Projekt hoffentlich dieses Jahr endlich fertigstellen. Im letzten Jahr haben wir zusammen mit der Yes Theory aus Amerika einen Badewannenschlitten gebaut. Natürlich musste auch dieser noch motorisiert werden. Also machten wir daraus ein Badewannenschneemobil und fuhren damit zum Test bis in die Alpen. Ich würde mir wünschen, ich könnte es in diesem Rückblick einfach ausblenden. Unsere Schwester Ellie war ein Teil von uns. Sie war ein Teil von unseren Videos. Sie brachte Leben und Freude in alle unsere Projekte. Sie teilte unsere Begeisterung für das Real Life, für unsere Abenteuer im echten Leben.
Am 10. März stieg sie mit einem bekannten Piloten, mit dem wir schon mehrere Rundflüge gemacht hatten, in ein kleines Ultraleichtflugzeug. Von diesem Flug sollte sie nicht mehr zurückkommen. Wir vermissen unsere Schwester unendlich und verstehen bis heute nicht, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte. Nochmal vielen Dank für eure Kommentare und eure Ermutigungen in dieser schweren Zeit. Wir haben uns erstmal eine Pause genommen. Uns ist noch einmal deutlich geworden, wie viel zu kurz das Leben ist, um nichts daraus zu machen. Um sich virtuell unterhalten zu lassen, anstelle das Leben im Real Life zu erleben. Wir sind unendlich dankbar für all die schönen Erinnerungen, die wir an diese Zeit mit Ellie haben. Deshalb haben wir beschlossen, nicht damit aufzuhören. Das hätte Ellie nicht gewollt. Wir hoffen, dass wir euch nicht nur unterhalten, sondern inspirieren können, selber rauszugehen und etwas zu tun, solange wir die Zeit dazu haben. Ganz besonders dankbar sind wir für unsere Freunde, die uns in der Zeit motiviert haben, nicht aufzugeben und uns ermutigt haben und gezeigt haben, dass das Leben trotz allem weitergeht. Zusammen haben wir eine Radtour an den Bodensee gemacht, wir sind nach Pisa und hoch in den Norden getrennt. Ellies Wunsch war es gewesen, im Frühling, wenn es wärmer wird, nochmal ein Floß zu bauen. Es war eine unvergessliche Erinnerung an eins der ersten Videos auf unserem Kanal. Auch wenn sie jetzt nicht mehr dabei sein konnte, wollten wir ihr diesen Wunsch erfüllen. Wir haben unendlich viele Baumstämme angeschleppt, sie per Hand klein gesägt und alle an den Rhein gebracht. Mit Seilen haben wir daraus ein Floß gebaut, genauso wie unser erstes gewesen war. Leider wurden wir von der Polizei daran gehindert, loszufahren, obwohl wir auch hier eine Genehmigung vom Amt hatten, unter der Auflage Schwimmwesten anzuziehen und ein Begleitboot dabei zu haben. Es ist so schade, dass so viele Dinge verboten werden, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dazu gibt. Ellie hat uns ein Lied zurückgelassen, das sie über unsere Kindheit geschrieben hat. Sie erinnerte sich an unser kleines Baumhaus, das wir schon fast vergessen hatten. Deshalb beschlossen wir, ein Baumhaus zu bauen. Nicht nur ein Haus, es sollte ein richtiges Castle werden, wie Ellie unser altes Baumhaus nannte. Damit fingen wir im Juni diesen Jahres an. Zusammen mit unseren Freunden zogen wir 40 Kilo schwere Balken in 3 Bäume auf dem Garten eines Bekannten. Die erste Plattform wurde verkleidet, uns war klar, dass noch ein zweites Stockwerk fehlte. We ran up in the hilltops, we climbed trees and played hide and seek. In the fields, in the tall grass, waiting for a day to come. We watched it peacefully graze and picking poppies and daisies. Follow our parents to light up their day. Saw the creeps dance in the moonlight, yes we had it all. We were just kids, that's the plate, and now a kingdom in the world. The smile on our faces, face by butterfly out of the simple things. We just had it all, and now our castles stand with love and a child of us. There was nothing that could bring us down. We were the kings. I was so glad that we still got each other, doing road trips, taking any chance for an adventure. So promise that you won't forget this, the times when we laughed and we cried, built our own castles, cause we still are the kings. Nebenbei hatten wir noch eine andere Idee. Ihr wolltet unbedingt, dass wir ein eigenes Kettenfahrzeug bauen, das war auch eins unserer Kindheitsträume gewesen. Wir schweißten eine Kette aus über 400 einzelnen Teilen zusammen und verwandelten einen kleinen Bollerwagen in einen Panzer. Natürlich wolltet ihr eine Karosserie aus einer Badewanne und eine Wasserkanone. Jetzt war der Panzer wirklich unaufhaltbar. Wir fuhren mit unserem kleinen Panzer zu einer Tankstelle, lieferten uns eine Wasserschlacht am See, entzündeten damit ein Lagerfeuer und fuhren in ein Drive-In-Kino. Das Drive-In-Video hat euch so gut gefallen, dass wir auf die Idee kamen, auch mit unserer Bobbycar ins Drive-In zu fahren. Was hast du gemacht? Dann bauten wir kleine Wasserraketen für unseren Panzer und arbeiteten weiter an unserem Baumhaus.
Eigentlich versuchen wir euch ja hier auf YouTube immer mit unseren Aktionen zu motivieren und immer positiv zu bleiben. Allerdings ist unser Leben auch nicht immer so perfekt, wie es vielleicht in den Videos aussieht. Das habt ihr sicher schon gemerkt. Dieses Jahr hatten wir mehrere Rückschläge. Eins davon hatten wir hier auf dem Kanal noch nie erwähnt. Vor 5 Jahren hatte ich schon mal einen Tumor gehabt, und zwar hier zwischen den Lungen, Lymphdrüsenkrebs. Ich hatte damals Chemo und Bestrahlung gemacht und alles, was dazugehört. Dieses Jahr, als wir in Amerika waren, ist mir wieder aufgefallen, dass ich eine dicke Beule auf der Brust bekommen habe. Wir sind dann früher nach Hause geflogen, ich bin zum Arzt gegangen und es hat tatsächlich wieder gestimmt, dass der Krebs zurückgekommen ist. Ich habe dann an der Studie teilgenommen, die zum Glück etwas harmloser war als die letzte Chemo. Aber trotzdem war das Ganze ziemlich anstrengend, deswegen konnte ich auch oft bei den Videos nicht dabei sein, oder deswegen haben wir überhaupt weniger Videos gemacht als letztes Jahr. Ich bin einfach nur froh, dass ich überhaupt noch bei den Videos dabei sein konnte und dass der Tumor jetzt Gott sei Dank etwas kleiner geworden ist. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch das, weil es erstens einfach zum Jahr dazugehört und weil ich mir vorstellen könnte, dass viele von euch mit dem gleichen Thema zu tun haben. Auch wenn es bei mir jetzt noch nicht alles weg ist, möchte ich einfach Mut machen, dass das Leben trotzdem weitergeht und dass ihr die Hoffnung nie aufgebt, egal wie schwer das Leben gerade im Moment sein kann. Und ich will euch nochmal ermutigen, wirklich denen zu helfen, die gerade im Moment Hilfe brauchen, wenn es euch im Moment gut geht. Das hat mir wirklich ganz stark geholfen, dass ich so viele gute Freunde hatte, die in der Zeit für mich da waren. Durch diese Medikamente haben sich auch meine Knie entzündet, das habt ihr wahrscheinlich schon in den Videos gesehen. Auch wenn ich nicht mehr immer bei unseren normalen Aktionen dabei sein konnte, waren die unzähligen Kinoabende an den verrücktesten Locations immer wieder der Hammer. Mir wurde noch einmal deutlich, dass man nicht immer etwas Verrücktes machen muss. Manchmal reicht es einfach, kleine Erinnerungen zu schaffen oder anderen eine Freude zu machen, an was man sich noch lange erinnern kann. Mein Bruder hat zu Hause einen Offroad-Rollstuhl mit Traktorreifen gebaut und mich damit im Krankenhaus überrascht. In dieser Zeit habe ich noch einmal gemerkt, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, die für einen da sind, egal ob gerade alles super läuft oder auch nicht. Immerhin musste ich jetzt nicht mehr auf den Wegen bleiben, aber natürlich fehlte noch ein Motor. Johannes baute den Rollstuhl noch einmal um. Er bekam Schutzbleche, 2 Motoren mit einem selbstgeschliffenen Ritzel und natürlich fette Scheinwerfer. Jetzt mussten wir natürlich testen, wie geländegängig der Rollstuhl wirklich war. Wir fuhren durch Wasser, über Hindernisse, im Slalom um Stangen herum und natürlich eine Treppe herunter. Als es mir etwas besser ging, hatten wir die Idee, eine Wendeltreppe aus Bierbänken für unser Baumhaus zu bauen. Wir sägten über 30 Stufen, bauten ein Geländer und am Ende konnte sich die Treppe wirklich sehen lassen. Und stabil ist sie auch. Jetzt fehlt nur noch eine Zugbrücke, damit uns niemand nachts im Baumhaus überraschen kann. Als wir anfingen, die Balken in die Bäume zu ziehen, hätten wir niemals damit gerechnet, dass hier so ein großes, gemütliches Baumhaus entstehen würde. Wir verbrachten unzählige Tage an unserem Baumhaus. Das besonders Schöne an diesem Projekt war, dass wir hier mit allen unseren Freunden gemeinsam arbeiten konnten. Das hat diese Zeit wirklich zu dem schönsten Sommer unseres Lebens gemacht. Zur Feier dieses Projektes haben wir endlich unsere eigenen Hoodies und T-Shirts mit unserem Slogan Do Something gemacht, der unsere Projekte von Anfang an begleitet hat. Unser Ziel auf diesem Kanal ist es, euch zu zeigen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, etwas im Real Life, im echten Leben zu tun und zu erleben. Das Leben ist einfach zu kurz, um diese Chancen zu verpassen. Wir haben die ersten Nächte in unserem Baumhaus verbracht und uns überlegt, tatsächlich für eine längere Zeit dort einzuziehen. Das Baumhaus liegt mitten in einem Funkloch. Es ist uns eigentlich ganz recht, dass man dort einmal Abstand vom Internet und der ständigen Erreichbarkeit hat. Damit wir dort trotzdem Videos hochladen können, zogen wir eine Antenne an einen Wetterballon so hoch, bis wir dort Empfang hatten. Jetzt hat man immerhin für ein paar Minuten Internet, solange der Ballon oben ist. Um wirklich autark zu werden, brachten wir Solarzellen an und sorgten mit einer Handpumpe für fließendes Wasser für unsere Dusche und unser kleines Waschbecken. Jetzt haben wir euch ein neues Projekt angekündigt, zu dem wir die Idee schon lange hatten. Wir wollten schon immer mal ein Projekt mit euch zusammen starten, bei dem ihr wirklich richtig mithelfen könnt. Wir wollen einen Heißluftballon aus Betttüchern bauen, mit dem wir tatsächlich fliegen können. Hier haben wir euch die Möglichkeit gegeben, Betttücher zu bemalen und uns zu schicken und so den Ballon kreativ mitzugestalten. Wir haben die ersten Betttücher erhalten und freuen uns schon darauf, eure kreativen Ideen in den nächsten Videos zu zeigen. Bis Ende Januar habt ihr noch Zeit, ein paar Betttücher einzusenden. Ja, wir sind wirklich jedem Einzelnen von euch unendlich dankbar dafür, dass ihr es uns ermöglicht, hier diesen Traum leben zu können. Vielen, vielen Dank auch für eure ganzen Ideen in den Kommentaren. Wir sind schon mega gespannt, was ihr 2019 für Ideen habt. Vielen, vielen Dank auch nochmal an alle Patreons, die uns hier unterstützen. Wir hoffen auf ein neues, besseres Jahr und wünschen auch euch die Motivation, rauszugehen und was zu machen, solange wir die Zeit dazu noch haben. Wir haben schon die ersten Betttücher erhalten und werden euch bald eure kreativen Ideen in einem der nächsten Videos vorstellen.